Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum nächsten Video der Reihe Opa erklärt Wetter und Klima. Hello, welcome to the next video of the series Weather and Climate Explained. And if you want to go directly to the English version of the atmospheric layers, then you can go to the video description and the link. Ja, heute, wie gesagt, im Englischen schon gesagt, die Schichten der Atmosphäre. Und da gibt es mehrere Schichten. Zunächst mal die Troposphäre. Da hat sicherlich schon mal der eine oder was von gehört. Stratosphäre kennen wir auch. Mesosphäre und Thermosphäre schon eher weniger. Stratosphäre, das ist relativ bekannter Begriff, ne? Hier ist mal auf dieser Abbildung alles dargestellt. Wir haben hier am Boden eine Temperatur von, ja, sagen wir mal 27 Grad. Dann nimmt die Temperatur ab und erreicht in 10 Kilometer Höhe, naja, sagen wir mal minus 70 Grad sowas. Steigt dann wieder an auf, naja, sagen wir mal an der Stratopause 0 Grad und sinkt dann wieder ab bis zur Mesopause. Und dann geht es da oben wieder höher rauf mit der Temperatur. Ja, die Temperatur sinkt natürlich, weil der Erdboden erwärmt wird hier. Und der Erdboden erwärmt die Luft darüber, aber da oben in 10 Kilometer Höhe kommt von dieser Wärme nichts mehr an. Also deswegen ist es da kälter. Und die Luft, die hier aufsteigt, wir haben in den letzten Folgen die Hadley-Zelle gesehen. Ja, die Hadley-Zelle, da steigt die Luft auf und ich sagte schon, bis zu irgendeiner bestimmten Höhe, da kommen wir noch drauf, das ist nämlich diese Höhe. Bis zur Tropopause steigt die Luft auf und dann fließt sie nach Norden und Süden ab. Und hier in der Tropopause haben wir die tiefste Temperatur. Wenn die Luft bis richtig Tempo drauf hat, mit dem Hochsteigen in Gewitterwolken, dann kann auch mal die Tropopause ein bisschen überschritten werden. Ja, 10 Kilometer Höhe, das hört sich sehr viel an, aber wenn man das mal vergleicht mit dem Durchmesser der Erde, nehmen wir mal an, wir haben hier 12 Kilometer, ne? Lässt sich dann leichter rechnen. Die Erde hat nämlich einen Durchmesser von 12.700 Kilometern und die Tropopause wäre dann vielleicht in 12,7 Kilometern und dann wären das 1 Promille. Ne? Stimmt's? 12? Ja, doch. 1 Promille. Kann man sich jetzt schlecht vorstellen, aber nehmen wir jetzt mal an, die Erde wäre so groß wie ein Ball, der 1 Meter Durchmesser hat. Den kann man sich ja gut vorstellen hier auf dem Schreibtisch. 1 Meter Durchmesser Ball und diese Troposphäre wäre dann genau 1 Millimeter dick. In diesem 1 Millimeter spielt sich alles ab an Wetter. Wir haben einen 1 Meter großen Ball und in diesem 1 Millimeter in dieser 1 Millimeter dünnen Schicht spielt sich alles ab an Gewittern, an Taifunen, an Hurricanes, an Sonne, an Wolken, an Regen, an was auch immer. So, warum haben wir denn hier oben wieder in der Stratopause, an der Stratopause wieder relativ hohe Temperatur? Das liegt daran, dass hier die Ozonschicht ist, bisschen tiefer und dass die erwärmt wird von der Sonne. Da passieren ja chemische Reaktionen und dann wird halt die Stratopause, liegt jetzt ein bisschen höher als die Ozonschicht. Hier wird es dann relativ warm und dann geht es wieder runter und wird relativ kalt. Ja, das ist die Schichtung der Atmosphäre und die kann man sich noch mal kurz anschauen, hier in der Übersicht. Troposphäre, Tropopause, hier steht sie jetzt mit 15 Kilometer drin. Ja, am Pol ist sie zum Teil auch nur 5 bis 7 Kilometer dick. Am Äquator 15 Kilometer. 10 Kilometer ist okay, wenn man das sagt. 15 Kilometer ist okay. Sie kann auch schon mal ein bisschen höher noch liegen. Aber hier spielt sich das ganze Wetter ab. Und darüber ist die Stratosphäre mit der relativ warmen Stratopause. Die Mesosphäre mit der Mesopause und dann haben wir die Thermosphäre, das ist die äußerste Schicht der Atmosphäre, die dann langsam in die Exosphäre übergeht, in das Weltall. Die Grenze der Luft ungefähr bei 500 Kilometer, weil da ist wirklich nur noch sehr, sehr wenig Luft,
Die Masse ist wirklich hier unten drin. Die größte Menge der Luft ist hier unten drin. Ja, und jetzt zeige ich euch noch ein paar schöne Bilder, aufgenommen von der ISS. Das erste Bild zeigt uns hier Wolkenschichten. Hier haben wir zum Beispiel einen Gewitterturm. Hier haben wir Cumuluswolken. Hier haben wir Schichtwolken. Hier auch. Und das spielt sich alles in der ganz, ganz dünnen untersten Schicht ab. Da oben drüber sieht man schon, wie die Luft, die blau erscheint. Warum die Luft blau ist, werden wir auch in einer der nächsten Folgen dann mal uns zu Gemüte führen. Hier sieht man übrigens den Mond mit einer schmalen Sichel. Die Sonne steht da oben in der Richtung hier und scheint den Mond an, scheint auch die Erde an. Ja, und hier sieht man, wie langsam die Luft immer dünner wird und nach oben ins Weltall ausläuft. Und hier haben wir das nächste Bild, auch von der ISS aufgenommen. Da steht die Sonne jetzt hier unterhalb des Horizonts, sie ist also untergegangen. Und da wird der Mond von unten angestrahlt mit einer schmalen Sichel. Macht er sich hier bemerkbar, der Rest ist noch im Schatten. Und hier haben wir die Atmosphäre und hier haben wir eine Schicht, eine sehr markante Schicht, die trennt unten dieses rötliche Zeugs von dem bläulichen Zeugs und das ist hier die Tropopause. Hier unten ist also die Troposphäre, in der unser Wetter stattfindet. Und man sieht ja auch wirklich, wie dünn diese Schicht eigentlich ist. Ja, hier sieht man die Krümmung der Erde, so leicht angedeutet. Das heißt, die Krümmung geht natürlich noch nach rechts und nach links weiter. Und wenn man sich das halt vorstellt als Ball von vielleicht 1 Meter Durchmesser und dieser Millimeter dünnen Schicht, in der das Wetter stattfindet. Nach oben geht das also dann ins schwarze Weltall über. Hier oben haben wir dann kaum noch Luft oder keine Luft mehr. Hier unten nimmt die Luftdichte zu. Und warum jetzt hier unten das rötlich ist und das hier drüben bläulich, das werden wir auch in einer der nächsten Folgen uns anhören. Tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Euer Norbert vom Kanal Oberspielt. Hello ladies and gentlemen, welcome to the next issue of the series Weather and Climate Explained. We will talk today about the layers of the atmosphere. Look at this video, at this figure here. This figure is showing us the temperature in red, the pressure in blue, and some major events here. You can read it yourself. And what is important? The temperature. The temperature is dropping with height. Temperature in 10 kilometers is about -70 and 70, yes, and 27 in the surface, for example. And here is a tropopause where it's the coldest air. This is drawn here near 10 kilometers, it may be 15 kilometers, or in the tropics, or 7 kilometers in the polar areas. So why is the temperature higher at the surface? Because the air heats the surface, and the surface heats the air heats the surface. The sun heats the surface, of course, and the surface heats the air. But this is only here in the lower layers. In the sun and the earth cannot heat the air here in 10 kilometers height. So then the temperature is again rising. In the stratopause we have maybe 0 or 10 degrees plus. Why? Because this area here, the ozone layer, is heated by the sun too. And so the temperatures here are relatively high, and then they go down again to the mesopause. And this tropopause is a layer, I told it earlier, where the air mass from the headless cell is lifted up, and here it cannot go anymore, because it can only go when the temperature is higher than the environment. This is not so in this case, so the air must go south and north.
here at the tropopause. And also the ferrous cell and the polar cell are only extending from the surface to the tropopause, not higher. So that is the reason. Here is an overview. The overview shows us the troposphere, tropopause in 15 kilometers, stratosphere, the warm stratopause in 50 kilometers, mesosphere in 80 kilometers, the mesopause, and then the thermosphere. And this is the extraterrestrial area. Here is no atmosphere anymore. Most of the atmosphere is concentrated here in the troposphere. This is only a very little amount of air here, and this will weaken and weaken, and here around 500 kilometers the free space, the exosphere, starts. And I have some nice photos for you, both taken from the ISS and from Wikipedia. So here is the first photo. It shows us some clouds, or not some, many clouds. Here is a thunderstorm. Here are cumulus clouds, convective clouds. Here are stratiform layered clouds. This is the tropopause here. Almost no clouds is higher than this. Maybe the thunderstorm clouds in the middle, they can push a bit higher, but not much. And here you see the air is there is not much air anymore, and this is a free space, dark. The air is blue, and this is the moon. The sun shines from the upper layers here, from there to the earth to the moon, and lightens both. And this is another picture of the ISS, and we can see a blue and a orange layer, and here a very sharp area. The sharp area is the tropopause. This small, 10 kilometers, okay, but small, 1% of the Earth's diameter, 1.1%, not 1%, 0.1% of the Earth's diameter. This is a tropopause. You see the curvature, a little bit of the horizon, and this extends, of course, and you see that this is a ball of however 50 centimeters, 70 centimeters, 1 meter, and this is a very narrow layer here. And here we have blue air, and the moon again now lightened by the sun from here, and on the earth the sun is already set down. Sunset is already. Why this air is red and this is blue, we will learn it in the next, or in one of the next videos. Thank you for watching this video. I hope you had fun, you did learn a little bit, and I wish you a nice sleep, a nice day, nice dreams. Welcome. Thank you. Bye bye. We see us next time. So, okay, speichern wir das mal ab. Stoppen wir mal hier